Ahoi, Tag gesagt und ein gesundes neues Jahr. Wir beschäftigen uns heute mit einer der dringendsten Fragen in diesen stürmischen Zeiten. Welcher Innenfilter passt zu mir? Ich werde hier 4 Innenfilter für Nano-Aquarien unter 54 Litern von namhaften Herstellern unter die Lupe nehmen. Viele von euch werden es kennen, selten bleibt es bei einem einzelnen Nano-Aquarium. Kosten und Wartung sind beim Besitz von mehreren Aquarien ein wesentlicher Faktor. Kleine Aquarien sieht man auch oft im Schlafzimmer stehen. Sind diese Filter also leise oder sogar lautlos? In 5 Kategorien werde ich diesen und weiteren Fragen nachgehen. Kosten, Leistung, Filterung, Nachwuchstauglichkeit und Lautstärke. Ins Rennen gehen die jeweils kleinsten Innenfilter von folgenden Herstellern. Der Nano-Eckfilter von Dennerle, 2 Watt für 10 bis 40 Liter Becken. Ludwig Dennerle eröffnete sein erstes Zoofachgeschäft 1966 in Deutschland. Man beachte, dass hier mit einer Zwerggarnele auf der Verpackung geworben wird. Der Eheim Pickup 45 bis 45 Liter Aquarien, 3,5 Watt. Gunther Eheim geht mit dem ersten Außenfilter 1963 auch in Deutschland in Serie. Der Tetra In 300 Plus für 10 bis 40 Liter Becken mit 5 Watt. Ulrich Bensch stellt sein erstes Zierfischfutter 1954 für Tetra in Deutschland her. Seit 1974 sitzen Tetra in den USA. Und Fluval gehen mit dem U1 bis zu 55 Liter Aquarien und 4,5 Watt an den Start. Fluval gehören zur Hagen Group, das sind seit 1955 kanadische Lieferanten für Zoofachhandel. Fluval wurde 1975 durch einen 3-Stufen-Filter bekannt. Jeder der 4 Hersteller hier besitzt also jahrzehntelange Erfahrung und wir schauen uns jetzt mal genau an, welche Innenfilter hier in Europa und den USA von den Marktführern konzipiert wurden. Wir beginnen mal mit den Kosten. Ich beziehe mich jeweils auf die günstigsten Angebote, Stand Dezember 2020. Alle Filter konnte ich für unter 20 € erwerben. Nur der Eheim kostete mich fast 25 €. Einen Ersatzfilter brauchen wir natürlich auch. Der Preis hier bezieht sich auf ein einzelnes Filterelement. Leider gibt es diese meistens nur im 2er- oder 3er-Pack zu kaufen. Und wer viele Filter im Einsatz hat, sieht hier auch den Stromverbrauch im Jahr. Gerechnet mit 28 Cent pro Kilowattstunde. Ich addiere jetzt den Preis für das Gerät, einen einzelnen Ersatzfilter und den Stromverbrauch im Jahr. Der günstigste und der teuerste Filter haben hier immerhin ca. 8 € Differenz. Also bei 5 Filtern im Einsatz immerhin fast 40 € im Jahr. Interessant wird das Ganze im Verhältnis zur Leistung. Der kleine von Tetra hat die meiste Power und ist nicht das teuerste Gerät in dieser Reihe. Der Dennerle hat die Maße 17,5 x 5,5 x 5 cm, der Eheim Pickup hat 13,5 x 5 x 6,3 cm, der Tetra In 300 10,5 x 5,5 x 7 cm und letztendlich der Fluval U1 15 x 8 x 10 cm. Der Dennerle Auslauf ist 90 Grad drehbar und man kann die 150 Liter pro Stunde mit dem Rad stufenlos regulieren. Eine Sauerstoffanreicherung gibt es nicht, aber ein kleines Reinigungsset für den Filterauslauf ist beigefügt. Außerdem gibt es diverses Zubehör zu kaufen. Der Pickup hat eine drehbare Ausströmdüse und kann durch den Hebel oben reguliert werden. Eine Sauerstoffanreicherung gibt es nicht, der Filter ist auch für Salzwasser geeignet. Der Tetra In 300 Plus hat eine regulierbare Funktion zur Sauerstoffanreicherung, ein sogenanntes Venturi-System. Hier könnt ihr einen Schlauch aufstecken, der über der Wasseroberfläche Luft zieht. Es gibt eine stufenlose Regelung und die Austrittsdüse ist um 180 Grad drehbar. Auch die Fluval U-Serie besitzt ein regulierbares Venturi-System. Es gibt hier keine drehbare Austrittsdüse. Regulieren lässt sich das Gerät nur bei geöffnetem Deckel. Der Filter ist für Salz- und Süßwasser geeignet und kann auch horizontal eingesetzt werden. Der 150 Liter pro Stunde Dennerle im Einsatz, der Auslauf lässt sich um 90 Grad drehen, mehr braucht der Eckfilter nicht, die Düse lässt sich auch in eine gewünschte Richtung drehen. Durch die schmale Düse des Eheim Pickup schießen 180 Liter die Stunde und er hat schon etwas mehr Power als der Dennerle. Der Spitzenreiter hier ist auch der kleinste, der Tetra kommt mit 300 Liter pro Stunde daher und das sieht man auch. Daneben der Fluval mit 250 Liter die Stunde, doch ein deutlicher Unterschied.
Zur Filterreinigung nimmt man den Egg Nano am besten komplett aus dem Becken. Die Rückseite des Filterbehälters mit den Saugnäpfen bleibt gerne mal im Aquarium hängen, was dazu führen kann, dass Filterdreck im Aquarium landet. Dennerle setzt hier als einziger Anbieter auf ein dreilagiges Filtervlies mit Vorfilterschwamm. Dieser kann unter Aquarienwasser ausgespült werden. Für gleichbleibend hohe Filterleistung sollte das Filterelement alle 3 bis 6 Monate je nach Verschmutzung des Wassers ausgetauscht werden. Aus meiner Sicht bietet dieses Filterelement den meisten Platz für gute Bakterien. Beim Eheim lässt sich der Filterbehälter entfernen, die Pumpeneinheit bleibt im Wasser, erst dann lässt sich der Deckel öffnen. Das ist praktisch, weil so kein Filterdreck in das Becken gelangt. Eheim setzt hier auf einen Schaumstofffilter, diese sind leicht zu reinigen und wiederverwertbar. Beim Tetra lässt sich das Filtergehäuse unten abziehen. Die Pumpe bleibt so im Wasser, praktisch zum Reinigen der beiden Filterschwämmchen. Tetra setzt hier auf eine Doppelvariante und wirbt dafür, dass ein Element mit unseren wertvollen Bakterien immer in der Kammer verbleiben kann. So viele Bakterien können es aber in diesem Fall nicht sein, wenn man sich die bescheidene Größe der beiden Schwämme anschaut. Auch Fluval geht mit einem offenporigen Schaumstoffpad ins Rennen, hier sehr einfach durch Anheben des Deckels zu entfernen. Für alle diese Filter gibt es Aktivkohleelemente und Ersatzteile wie Impeller nachzukaufen. Filterelemente sollten bei allen Innenfiltern erneuert werden, wenn der Durchfluss verringert ist. Was lernen wir also? 3 der 4 Unternehmen setzen auf Schaumstoffpads. Diese sind leicht zu reinigen und langlebig. Die Dennerle Vlies-Variante bietet eine große Oberfläche für Bakterien, muss allerdings alle 3 bis 6 Monate erneuert werden. Die leistungsstärkste Filtereinheit hier hat mit Abstand auch das kleinste Filterelement. Warum ich die Kategorie Nachwuchstauglichkeit aufgenommen habe, erschließt sich hier beim Wechseln des Dennerle Filters. Wenn man Tierbesitz in Nano-Aquarien hat, sind diese Tiere erfahrungsgemäß sehr klein. Das hier war mal eine Bloody Mary Neocaridina, jetzt leider nur noch Sushi. Also inspizieren wir mal die Ansaugschlitze der Filtergehäuse genauer. Und vorweg kann ich sagen, da schneidet keiner dieser Filter besonders gut ab. Der Dennerle, hat man gesehen, ist nicht garnelensicher. Am besten kommt hier noch der Eheim weg, da gibt es nur wenige und sehr kleine Öffnungen. Im ungünstigsten Fall gelangen Babygarnelen aber auch da rein. Die Schlitze beim Tetra ähneln der vom Dennerle. Beim U1 sieht man schon von weitem, dass sich dort auch größere Garnelen in den Schlitzen verirren können. In meinen Aquarien ziehe ich allen Innenfiltern Darmstrumpfhosen an, um sie garnelensicher zu machen. Das sieht zwar nicht sehr sexy aus, erfüllt aber seinen Zweck. Kommen wir also zur letzten, der Lautstärke-Kategorie. Vorneweg muss man sagen, dass die meisten Innenfilter eine Weile einlaufen müssen, bis sich der Sauerstoff aus allen Teilen verflüchtigt hat. Auch der Impeller kann eine Weile brauchen, bis er rund läuft und nicht mehr brummt. Die Versuchsreihe war einfach aufgebaut. Benötigt wurden 4 Aquarien mit den 4 Filtern, ein Schlafzimmer und eine Versuchsperson mit leichtem Schlaf. Hier meine Ergebnisse. Keiner der Filter war wirklich laut. Aber der Dennerle Egg Nano Filter war so gut wie lautlos. Der Eheim wurde aus dem Schlafzimmer verbannt, hat den Schlafzimmertest also nicht bestanden, genauso wie der etwas leisere Tetra-Filter. Auch dieser war nicht für Schlafzimmer geeignet. Der Fluval-Filter hat 2 Tage vor sich hingebrummt und wurde dann merklich leiser und hat den Test bestanden. Der Filter von Dennerle und auch von Fluval sind in Schlafzimmern von geräuschempfindlichen Schläfern zu empfehlen, auch wenn die beiden anderen Filter nicht wirklich laut sind. An dieser Stelle erwartet ihr wie immer mein Fazit. Ich kann nur sagen, alle Hersteller haben in meinen Augen einen hochwertigen Innenfilter im Sortiment. Beim genaueren Hinsehen entdeckt man einzelne Vor- oder Nachteile. Am Ende kommt es wie immer darauf an, was der Filter leisten soll und wie er eingesetzt wird. Habt ihr eine 12-Liter-Pfütze oder doch ein 54-Liter-Becken mit hohen Ansprüchen? Ich denke, ich konnte hier eine Menge Unterschiede und Informationen aufzeigen. Es freut mich, wenn ich eure Kaufentscheidung unterstützt habe. Unterstütze auch du diesen Kanal mit deinem Abo. Schaut mal in die Beschreibung, hinterlasst einen Daumen, bleibt gesund und wenn ihr die Glocke läutet und ich etwas Zeit finde, werden wir uns wiedersehen.